Welcome to Macedonia! Unser 10. Land auf der Reise. Faszinierend, wie schnell die Zeit vergeht. Wir sind auf dem Weg nach Skopje, in die Hauptstadt. Das sind nur noch 25 Kilometer. Mit Rückenwind! Mit Rückenwind, also heute, wir kommen ja gerade aus dem Kosovo und es geht einfach so schnell. Und ja, jetzt freuen wir uns auf was Warmes, auf eine Dusche, weil wir haben ja die Nacht im Schnee gepennt und uns ist dementsprechend kalt und nass. Also Schlibis sind durch. Wir haben ja gerade erst die Ländergrenze passiert und wir haben uns jetzt gefragt, so, wo sind wir eigentlich? Mazedonien, so, hat die Franzi gefragt, was fällt dir dazu ein? Und uns fällt beiden also gar nichts dazu ein. Und deshalb jetzt ein paar schnelle Fakten zu Nordmazedonien. Nordmazedonien hat ca. 2 Millionen Einwohner, wovon ein Viertel in der Hauptstadt Skopje leben. Die Landessprache ist Mazedonisch und Albanisch. Die Währung ist der mazedonische Denar. 2019 wurde der Name von Mazedonien zu Nordmazedonien umgeändert, da es auch in Griechenland eine Region Mazedonien gibt und die Griechen damit ein Problem hatten. Nordmazedonien ist ein sehr sonniges Land, es gibt ca. 300 Sonnentage im Jahr. Und von allen Ländern des ehemaligen Jugoslawiens war Mazedonien das einzige, das seine Unabhängigkeit friedlich erlangt hat. Mutter Teresa wurde im heutigen Skopje geboren. Und es ist sehr gebirgig. Es gibt in diesem kleinen Land ca. 15 2000er Berge. Jetzt haben wir uns eine feine Kneipe rausgesucht. Jetzt gibt es ja, Salat und einen gemischten Salat als Vorspeise. Und danach eine gefüllte Paprika für 2 Euro. Richtig geil. Und hier ist alles auf Kyrillisch. Ja, ich bin die ganze Zeit am Üben. Franz ist am Üben. Zum Glück hat die damals Russisch Unterricht und das Lesen klappt noch. Und ja, aber wenn ich glaube ich anfange mit Russisch reden, dann dreht sich meine Russischlehrerin im Schlaf. Also geht nicht mehr so gut her. Hier gibt es wieder ganz viele Störche. Da oben ist einer. Das sind überall diese Körper auf den Strommasten, damit die da ihr Nest bauen können. Aber ich lasse jetzt mal in Ruhe. Nicht, dass sie uns demnächst ans Zelt kommen und wir die Reise zu dritt weitermachen müssen. Ungünstig. Boah, ich glaub's ja nicht, was hier rumläuft. Eine Schildkröte, die sich einen Hang hochkämpft. Der kriegt jetzt auch ein Stück Gurke von uns. Mal gucken, ob sie es will. Aber ich glaube, eine wilde Schildkröte hat was anderes auf dem Speiseplan als Gurke und Salat. Als Gurke. Krass, ey, was bei uns die Vögel im Wald sind, was so raschelt, sind hier die Schildkröten. Ich sehe wieder 2. Echt? Ja. Oh, 3 sogar. Ich meine, irgendwo müssen die ja leben. Griechische Landschildkröte, wir sind auf dem Land und wir sind in der Nähe von Griechenland. So, Beweis. Ich kämpfe mich hier durch den Wald durch für euch. Nie, dass ich hier irgendwelchen Blödsinn erzähle. Da ist eine. Und da hinten steht die andere. Sieht man die? Keine Ahnung. Grüß dich. Alles fit im Panzer? Das ist so süß. Den Hans freut es so sehr, Schildkröten zu sehen. Ja, so neben Seegurken meine absoluten Lieblingstiere. Oh Mann ey, meine schöne Brille. Die ist mir runtergefallen und da ist ein Auto drüber gefahren. Ja, könnt ihr selber sehen, wie es jetzt aussieht. Sitzen tut sie noch, aber hat nicht mehr so viel Funktion. Ich habe sie gefunden. Haben wir Augen zu? Nee, aufmachen. Geht die noch? Scheiße. Die machen sie sogar über die Straße drüber. Grüß dich. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Wer schießt so ein Schild ab? Das sind doch Schusslöcher. Da ist der Austritt und Eintritt echt klar zu erkennen.
zwar mega geil, aber sehr steil. Ne? Wo schlagen wir hier das Zelt auf? Die Entscheidung ist getroffen. Da jetzt in den Busch rein. Das schaut ziemlich geil aus. Und Gott sei Dank ist da echt eine gerade Fläche. Boah. Könnte es noch schöner sein? Geteilte Arbeit. Franzi schnippelt Gemüse. Und ich schnippel dann nachher noch ein bisschen Videos. Ja, es gibt halt, wie auch oft, Reis mit Gemüse. Ja, und Brokkoli, Möhrchen, Verlauchzwiebeln, normale Zwiebeln. Jo, nicht sehr aufwendig, aber es füllt. Und die Deutschen natürlich haben sie Brezeln dabei. Man muss sich einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir die letzte Zeltnacht im Schnee gepennt haben. Und jetzt ist es wirklich richtig sommerlich hier. Wunderschöner Zeltplatz. Das muss ich irgendwie nochmal deutlich sagen gerade. Also das Leben, wie wir es gerade leben, das macht richtig Spaß. Ja! Es ist intensiv, man fühlt sich lebendig. Man hat jeden Tag was Neues, was man sich darauf freuen kann oder was einen überrascht. Und richtig schön. Heute essen wir mal im Zug. Warum auch immer. Guten Morgen, neuer Tag. Da ist noch blauer Himmel, aber die Wolken kommen von hinten gezogen und ja, ich schätze mal in 2 Stunden wird es regnen. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Und da hinten ist Griechenland, aber 130 Kilometer noch weg. Jetzt regnet's. Wir warten hier den Schauer ab, weil es soll nur ungefähr 1 Stunde regnen. In der Zwischenzeit verpasse ich meinem Rad mal ein richtig wichtiges Upgrade. Das VW-Teil habe ich im Straßengraben von Kosovo gefunden. Jetzt wissen die Leute direkt, wo wir herkommen. Da ist ein anderer Fahrradreisender. Juhu! Hey, nice to meet you. Hello. I'm Hans. Grüß dich. I'm Ozan. Ozan. Ozan, yes. Ozan, where are you from? Turkey. Turkey. Okay. Really? Richtig cool. Jetzt haben wir gerade jemanden kennengelernt. Der erste, der aus der Richtung kommt, wo wir hinwollen. Der kommt aus Ankara, ist aber in Istanbul gestartet und will nach Wien. Und ja, jetzt haben wir schon die erste Übernachtung in Ankara sicher. Ja, geil. Hat er gesagt, er wird uns gerne aufnehmen. Ja. Und klar, in so einer Stadt suchen wir eh jemanden und es ist schon geil, wenn wir einen Local haben, der uns ein bisschen rumführen kann. Voll, und das ist auch richtig nett gewesen. Der war so nett, war gell? So nett, ja, krass. Geiler Typ. Ja.
Hier so ein schöner Schlafplatz. Heute ging es richtig ratzfatz. Haben wir sofort gefunden hier. Ja, jetzt waren wir gerade noch einkaufen. Und ja, bekanntlich gibt es ja in den Supermärkten kaum Gemüse. Jetzt haben wir die letzte Zucchini gefunden. So Paprika, die gibt es manchmal. Knobi, Zwiebel. Und aus dem Gefrierfach gelbe Bohnen. Ziemlich geil. Mal gucken. Und so eine Gemüsesoße. Ja. Dazu gibt es Polenta, oder? Ja, hier haben wir noch so unser Gewürzsäckchen. Eigentlich alles drin, was wir brauchen. Also bei Knoblauch gibt es bei uns keine halben Sachen. Ich habe gedacht, das ist normale Paprika, aber das ist doch irgendwie ein bisschen schärfer als eine Paprika. Kostet du mal so ein Ministück. Also das ist sicher. Ja, das ist so klein. Ja, du machst es immer so. Du bist immer so, als wäre es nicht so schlimm und dann. Nein, Quatsch, das ist ein kleines Stück. Wieso ist es viel schärfer? Es ist so krank scharf. Boah. Spuck's aus, es ist echt so krank scharf. Ich hatte gerade echt was weggehauen, weil ich ein Stück probiert habe. Du kennst doch, du weißt doch, wie empfindlich ich bin. Tut mir leid, aber das musste ich erst mal testen lassen. Ich hol dir Wasser. Auf jeden Fall haben wir jetzt echt Glück gehabt, nicht 3 von den Dingern reinzuhauen, weil boah, die sind so scharf. Und das sag ich, also. Guten Morgen. Boah, heute Nacht war so schlimm. So schlimm. Es war noch nie so schlimm. Der Hans hat wieder geschlafwandelt. Der hat rumgeschrien. Das war. Boah, ey. Ich bin noch nie so erschrocken. Sonst schreit er auch oft rum, aber diesmal war es echt schlimm. Er ist aufgesprungen. Raus hier, weg hier. Hier ist Kohle auf dem Boden. Nee, was hast du gesagt? Glut, hier ist Glut. Boah, ey. Und wie lange das immer dauert, bis ich ihn wieder beruhige und ihm erkläre, dass hier keine Glut auf dem Zeltboden ist. Boah, ey. Und dann wundert er sich, wenn ich morgens nicht so fit bin. Ich muss erstmal einen Schock verarbeiten. Alter Schwede. Guten Morgen auch von mir. War eine sehr ruhige Nacht. Bei uns immer so, wenn man uns so anguckt, ja, wir haben voll schöne Leben, so Landschaften und neue Menschen kennenlernen. Aber eigentlich führen wir mega das Harzkopfleben. Alle haben jetzt einen riesen Topf, essen diese Bampe da raus im Stehen, weil es nass ist überall. Sieht so bescheuert aus. War zum Glück nicht drüber gefahren. Eine Babyschildkröte. Krass, wo kommt die denn her? Keine Ahnung, was man mit einer Babyschildkröte macht. Wir haben es jetzt mal ins Gras getan da drüben. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, weil wir solche Schildkröten ja auch nicht aufheben und so, aber also besser weg von der Straße, schätze ich mal, oder? Da vorne ist gleich die Grenze zu Griechenland. Hoffentlich lassen die mich durch. Ich sehe gerade so zugekifft aus. Boah, bin ich froh, wenn wir in so ein Gebiet kommen, wo die heimischen Pflanzen nicht mehr so sind. Wir sind jetzt gerade über die Grenze nach Griechenland gefahren und mein Kopf dreht noch und raucht, wenn ich versuche, Kyrillisch zu entziffern. Und jetzt haben wir eine neue Schrift. Jetzt darf ich da wieder von vorne anfangen. Griechische Pollen. Die Nase läuft und die Ohren sind geschwollen. Ich wollte doch hier nur einen Gyros-Teller probieren. Stattdessen muss ich mich barrikadieren. Das muss nicht sein. Arme Udo Jürgens. Er dreht sich gerade im Grab rum bei dem Gesang. Noch ist sonnig, aber da hinten kommt es gerade ziemlich runter. Und in den nächsten 2 Tagen soll es ja auch regnen. Ja, ich bin ganz froh, wenn die Pollen vom Himmel runterkommen.
Also Griechenland kann jetzt schon in den ersten Metern oder ersten Kilometern nicht griechischer sein als jetzt. Überall wird gegrillt, überall läuft so richtig laute griechische Musik. Richtig geil. Alle kommen zusammen, jeden Garten Ja. sitzen 20 Leute. Verrückt. Und jetzt haben wir gerade gegoogelt, weil wir dachten, okay, es muss irgendeinen Anlass haben. Und hier ist tatsächlich Ostersonntag heute. In der orthodoxischen Kirche wird heute Ostern gefeiert. 2 Wochen später, oder? Ja, Okay. hier ist was los. Und schon wieder Regen. Franzi will gerade ein Restaurant suchen am Ostersonntag. Bin ich ja mal skeptisch. Wollen wir hier mal fragen oder was? Ich bin immer zu pessimistisch. Dann kommt Franzi, der Sonnenstrahl, um die Ecke und sagt: Lass mal fragen. Und ja, hat offen. Richtig geil. Oh, das tut weh, so schade ist es. Wenn man sowas sieht zum Campen, ist halt echt geil. Vor allem, wenn es regnen soll. Genau, es soll halt die Nacht regnen und die nächsten 2 Tage auch. Und boah, das wäre so perfekt gewesen, aber da ist in der Mitte so ein Stab, der das Ganze hebt. Ja, Wir finden sicher noch was Besseres. ja, ja, was Besseres, genau. Ich habe gesagt, wir finden noch was Besseres. Und Ja, ich hatte okay. recht. Also heute Franzi 2, Hans 0. Oh, das habe ich noch nie gehört. Das habe ich noch nie gehört. Schlafen wir in dem Turm hier. Hat auch einen coolen Ausblick. Und ja, jetzt packen wir alles hoch, was wir mit haben. Und Nein, es geht schon wieder los. wo war ich stehen geblieben? Wir packen alles hoch. Ah ja, genau, wir packen alles hoch. Das ist so geil. Das macht uns gerade so glücklich, dass wir heute sowas gefunden haben. Also wenn es nicht regnet, ist es völlig egal, aber sowas bei Regen zu haben, wenn es halt die nächsten 2 Nächte regnet und das Zelt wenigstens für eine Nacht trocken bleibt, das ist schon hammergeil. Und wir müssen ja auch das Zelt noch trocknen von der letzten Nacht. Also optimal. Boah, das ist nicht mehr normal. Ich bin hier mit kurzen Hosen am Abwaschen in dem See jetzt hier. Hatte ich vor oder mache ich jetzt auch, aber so viele Mücken habe ich echt meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Ich fahre ja gerade mit dem Fahrrad über das Feld drüber. Guckt euch das mal an. Was ist das? Sobald man über diesen Feld drüber fährt, wird man angegriffen. Das ist unglaublich. So schaut es jetzt aus hier. Das Zelt. Die Taschen haben wir gerade so alles reinbekommen. Nimmt dann doch immer ziemlich viel Platz weg. Am nächsten Tag ist dann nicht so viel passiert. Außer vielleicht, dass wir uns ständig Kühe verfolgt haben. Aber am Abend kam es dann dazu. Jetzt habe ich es halt mit 10.000 Schichten Panzertape versucht zu richten, aber mal gucken, ob es wenigstens für diese Nacht hält. Oh, Zeltstange ist echt Worst Case. Guten Morgen. Ein Luxus, heute ein trockenes Zelt zusammenzupacken. Ja. Richtig geil. Aber uns ärgert echt der Umstand, dass die Zeltstange gebrochen ist. Oh, das ist ein übelster Buckel hier. Also heute mussten wir keine Heringe spannen, weil wir ja hier einen Boden hatten und nirgendwo in die Erde reindrücken müssen. Aber wenn wir das machen müssen mit den Heringen, ist halt viel mehr Spannung drauf, weil dann reißt das sofort. Wir haben halt keine Ersatzteile oder sowas dabei. Und in Kavala wird es jetzt auch keinen Zeltladen geben, habe ich schon mal geschaut und so. Ist auch keine große Stadt.
Da sind wir gerade ein bisschen überfragt, was wir da gerade machen. Aber wir vertrauen mal ins Schicksal. Da ergibt sich ja immer alles. Man fragt sich bloß wie. An diesem Tag hat es so viel geregnet wie noch nie auf unserer Reise. Die Versuche, sich trotzdem bei guter Laune zu halten, sahen dann so aus. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt der Igel zu dem Stachelschwein. Boah, da vorne hat gerade der Blitz eingeschlagen. Ja, finde ich gar nicht lustig. Ist immer so ein bisschen ein doofes Gefühl, wenn man irgendwo auf den Hügel hochfährt und es halt blitzt und donnert. Aber wir haben halt keine Wahl. Wir müssen weiter. Wir haben es geschafft. Oder ich. Das war der letzte Pass hier hoch nochmal. Franzi kommt noch, denke ich mal, in den nächsten 5 Minuten. Boah, wir haben echt jetzt 80 Kilometer durchgekloppt. Also 6 Stunden reine Fahrzeit ohne Pausen. Wir haben keine Pause gemacht, einmal pinkeln, das war's. Weil wir uns einfach weg haben bei dem Pisswetter. Es hat von den 6 Stunden 5 Stunden nur durchgepisst. Richtig starker Regen. Also Respekt an die Franzi, dass sie das halt so gut gemeistert hat. Das war nicht einfach für sie. Und im Gegensatz zu mir hat sie halt keine sportliche Vergangenheit. Oder kaum. Und ja, das ist krass. Das ist normal alles viel, viel schwerer für sie. Und da kommt sie. Ja. Yeah. Juhu. Yes. Ah. Wie schaust du denn aus? Ja, und du so rumstülpst da vorne. Kleines Update zur Zeltstange. So sieht die jetzt aus. Wir sind gerade durch die ganze Stadt durchgefahren, um hier irgendwas zu finden, und dann irgendwann sind wir zu einem mini kleinen Mechanikerladen gekommen. Der hat uns jetzt, ich versuche das jetzt mal zu zeigen, eine Schraube durchgejagt. Hier, damit es wieder hält, weil hier war es ja gebrochen. Und ja, das müsste jetzt halten. Jetzt müssen wir halt mit dieser Lanze rumfahren. Ja. Vielleicht machen wir eine Fahne dran oder so. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu uns und unserer Reise habt, könnt ihr die gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir werden dann versuchen, die in dem nächsten Video oder vielleicht auch mal im separaten Video zu beantworten. Genau. Lasst euch gut gehen. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.